Kapitalanlagen und das eigene Vermögen bieten eine Vielzahl von steuerlichen Möglichkeiten. In der Schweiz unterliegt das Einkommen aus Wertschriften wie Zinsen, Dividenden und Kapitalgewinne der Einkommensteuer. Allerdings gibt es auch steuerliche Vorteile wie den Abzug von Schuldzinsen und gewissen Depotgebühren. Der Besitz von Wertschriften wie Aktien, Obligationen oder Fondsanteilen führt zu Einkünften, die grundsätzlich der Besteuerung unterliegen. Doch es gibt Unterschiede in der Besteuerung, je nachdem, um welche Art von Einkünften es sich handelt. Zinsen aus festverzinslichen Wertschriften wie Obligationen und Dividenden aus Aktien oder Fonds sind grundsätzlich einkommensteuerpflichtig. Die Steuerlast hängt vom persönlichen Steuersatz und den geltenden Freibeträgen ab. Kapitalgewinne, also der Gewinn, der aus dem Verkauf von Wertschriften erzielt wird, unterliegt in der Schweiz grundsätzlich nicht der Einkommensteuer, solange die Wertschriften privat gehalten werden. Das bedeutet, dass Gewinne aus dem Verkauf von Aktien, Anleihen oder anderen Kapitalanlagen, die im privaten Vermögen gehalten werden, steuerfrei sind. Allerdings gibt es Ausnahmefälle, zum Beispiel wenn die Tätigkeit als Wertschriftenhändler eingestuft wird. Personen, die regelmäßig und im großen Umfang Wertschriften handeln, können als professionelle Händler eingestuft werden. In diesem Fall müssen die erzielten Gewinne aus dem Verkauf von Wertschriften als Einkommen versteuert werden. Dabei wird das Finanzamt die Häufigkeit und Art der Transaktionen sowie das Engagement des Anlegers prüfen, um festzustellen, ob eine professionelle Handelstätigkeit vorliegt. Bestimmte Kosten, die im Zusammenhang mit Kapitalanlagen und der Verwaltung von Vermögen entstehen, können von der Steuer abgesetzt werden. Insbesondere Schuldzinsen für Kredite, die zur Finanzierung von Kapitalanlagen aufgenommen wurden, sowie bestimmte Depotgebühren sind abzugsfähig und können die Steuerlast verringern. Die Gebühren müssen als Verwaltungskosten in der Steuererklärung angegeben werden und können vom steuerbaren Einkommen abgezogen werden. Neben den Schuldzinsen und Depotgebühren können auch andere mit Kapitalanlagen verbundene Kosten, wie beispielsweise die Verwaltungskosten von Anlagefonds oder Finanzberatungskosten, in bestimmten Fällen abzugsfähig sein. Hierbei ist es wichtig, alle relevanten Belege zu sammeln und die Kosten in der Steuererklärung korrekt anzugeben. Haben Sie Fragen oder möchten Sie Ihre Steuererklärung professionell erledigen lassen? Die SMZH bietet einen umfassenden Steuererklärungsservice für Privatpersonen in der Schweiz. Der Service umfasst professionelle Erstellung Ihrer Steuererklärung, Optimierung der Steuerabzüge für maximale Einsparungen, fristgerechte Einreichung und Unterstützung bei Fristverlängerungen, persönliche Beratung für individuelle Steuerfragen. Lassen Sie sich von der SMZH unterstützen und vereinbaren Sie jetzt Ihren Beratungstermin.